Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem Multimeter KM601 von K-Weeds, hier abgebildet. Dieses Messgerät wurde mir von K-Weeds für dieses Video kostenlos zur Verfügung gestellt, deshalb blende ich hier permanent einen kleinen Werbehinweis ein. Es hat allerdings keine weiteren Bedingungen der Firma gegeben, das heißt, ich bin in meiner Beurteilung völlig frei. Zum Inhalt des Videos. Ich werde zunächst mir das Messgerät komplett anschauen, den Lieferumfang zeigen, dann auf die Funktion der einzelnen Tasten und der Buchsen eingehen. Gegen Ende des Videos werde ich die Handhabung des Messgerätes zeigen. Dabei werde ich zeigen, wie man die Modi wechselt und die Bedeutung der SL-Taste erläutern. Ich werde außerdem an einer Batterie eine Spannungsmessung durchführen und dabei werden wir sehen, dass diese Spannungsmessung durchaus korrekt verlaufen kann, aber dass auch falsche Messungen erfolgen können. Danach werde ich die Non-Connected Voltage Messung mit dem NCV-Sensor durchführen, hier schon zu sehen, an einer Deckenlampe. Im letzten Abschnitt des Videos werde ich dann zeigen, welche Bedeutung die Rel-Taste hat, die Relativtaste. Zunächst ein Blick auf das Gerät. Wir sehen hier die Oberseite. Hier befindet sich der Einschalter und der NCV-Sensor. Ein Blick auf das Gerät zeigt die verschiedenen Tasten. Die Range-Taste, die Select-Taste, die Rel-Hold-Taste, die Max-Min-Taste und die Auto-Function-Taste. Auf der linken Seite befindet sich ein Button, mit dem man eine kleine Lampe einschalten kann, die sich auf der Rückseite des Gerätes befindet. Und auf der rechten Seite kann man die Energieverwaltung einschalten. Darauf gehe ich gleich näher ein. Wir sehen am unteren Bereich des Gerätes die Beschriftung für die einzelnen Buchsen, die sich auf der Unterseite befinden. Im Lieferumfang befinden sich eine praktische Tasche für das Gerät, zwei Messleitungen, ein Temperatursensor, mit dem man Temperaturen an einer bestimmten Stelle messen kann. Darauf gehe ich hier allerdings nicht näher ein. Es befinden sich 2x3 Batterien in dem Lieferumfang und eine, eher mäßige Bedienungsanleitung. Die könnte durchaus besser sein. Wie bereits erwähnt, auf der Oberseite befindet sich der Ein-Ausschalter und der NCV-Sensor, mit dem halt berührungslos Spannungen gemessen werden können. Auf der rechten Seite des Gerätes findet sich die Auto-Power-Taste. Die ist wichtiger, als man zunächst glauben könnte, denn man muss bedenken, dass es sich ja hier um eine beleuchtete Anzeige handelt und somit der Energieverbrauch recht hoch sein dürfte. Betätigt man diese Taste, so taucht dieses Symbol auf und das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ab, wenn es denn nicht benutzt wird. Das sollte man also unbedingt einschalten, da sonst die Batterien recht schnell leer sein dürften. Von zentraler Bedeutung ist sicherlich die Auto-Function-Taste hier in der Mitte angeordnet. Mit dieser Taste kann ich vom Smart-Modus, in dem das Gerät selber entscheidet, welche Messung vorgenommen wird, in den manuellen Modus umschalten. Das geschieht dadurch, dass man immer wieder auf die Taste drückt und somit die einzelnen Messbereiche angewählt werden. Wir werden das am Ende dieses Videos in einer praktischen Ausführung sehen. Drückt man diese Taste 2 Sekunden lang, so kehrt man in den sogenannten Smart-Modus, also den automatischen Modus, wieder zurück. Befindet man sich nun in einem bestimmten Messmodus, so kann man durch die Select-Taste bei der Spannungs-, der Strommessung und der Live-Prüfung, darauf werde ich noch näher eingehen, den Messmodus wählen. Das kann also zum Beispiel so sein, dass man von AC auf DC-Messung wechselt und dann zum Beispiel von NCV, der kontaktlosen Spannungsmessung, zur Phasenprüfungsmessung wechselt, die hier als Live-Messung bezeichnet wird. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Messungen. Wenn man in den entsprechenden Modus gegangen ist, kann man eben mit der Select-Taste von dem einen Modus in den anderen schalten. Hier ist es ja sogar so, dass es in dem einen Fall keiner Messleitung bedarf, in dem anderen Fall muss ich dann sogar eine Messleitung anschließen. Kommen wir zur Range-Taste. Wir sehen sie hier links angeordnet. Mit der Range-Taste kann ich im Spannungsmessungsmodus, im Widerstandsmessmodus und in der Strommessung
die Anzeige verändern. Dabei verschiebt sich die Kommastelle in der Anzeige und damit natürlich auch die Auflösung der Anzeige. Wir werden gleich in einer Beispielmessung sehen, dass die Anwendung der Range-Taste durchaus zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann, aber in bestimmten Fällen eben auch genau den Zweck erfüllt, nämlich dass die Auflösung der Anzeige sich verbessert, sodass dann zum Beispiel auch die dritte Stelle hinterm Komma abzulesen ist. Aber wie bereits gesagt, dabei kann durchaus eine Fehlbedienung vorkommen. Ich werde das gleich zeigen. Als nächstes die Max-Min-Taste hier unten angeordnet. Mit der Max-Min-Taste kann ich, sobald ich sie betätigt habe, über den Zeitbereich, in dem ich diese Betätigung belasse, die maximalen und minimalen Werte, die gemessen werden, erfassen. Will ich von Max auf Min umschalten, so betätige ich einfach einmal die Taste und erhalte den entsprechend anderen Wert. Drücke ich 2 Sekunden lang auf diese Taste, so wird die Messung beendet und ich kehre in den Normalmodus zurück. Wir sehen hier, dass bei der Kapazitäts-, der Frequenzmessung, bei der Temperaturmessung, bei der NCV-Messung und bei der Live-Messung die Nutzung dieser Taste keinen Sinn macht und somit auch gesperrt ist. Diese Taste lässt sich übrigens auch kombinieren mit der Rel-Hold-Taste, die ich als nächstes erläutern werde. Damit zur Rel-Hold-Taste, hier unten links zu sehen. Durch entsprechende Bedienung, die ich jetzt nicht im Detail erklären werde, kann ich tatsächlich 3 verschiedene Modi einschalten. Einmal nur den Hold-Modus, den Rel-Modus, aber auch in Kombination beide zusammen. Hold heißt einfach, dass die Daten eingefroren werden. Das heißt, ich führe eine Messung durch, drücke einmal auf diese Taste und die Werte werden eingefroren, sodass auch, wenn die Messung beendet wird, diese Werte noch angezeigt werden. Die Rel-Messung, die ich durch längeres Drücken auf diese Taste erreiche, wird eine Differenz messen zwischen einem zunächst festzulegenden Referenzwert und einer anschließenden Messung. Ich werde das im Laufe des Videos noch genau zeigen. Die Handhabung dieser Rel-Messung hatte sich mir zunächst überhaupt nicht erschlossen. Die Bedienungsanleitung an dieser Stelle ist recht schwach. Was mir an dem Gerät ausgesprochen gut gefällt, ist folgende Funktion, nämlich wenn ich mit der Auto-Function-Taste die einzelnen Messbereiche anwähle, zum Beispiel die Strommessung in Milliampere oder in Ampere, so blinken an diesen Stellen die entsprechenden LEDs und ich weiß, dass hier die Messleitungen anzuschließen sind. Das halte ich für sehr praktisch und hilfreich. Im Folgenden schaue ich mir nun die Buchsen etwas genauer an. Wir sehen hier die 4 Buchsen, die zugehörigen LEDs und Beschriftungen. Es ist immer die COM-Buchse beteiligt, in einem Fall zusammen für die Spannungsmessung und alle weiteren Messungen bis auf die Strommessung. Man sieht hier auch an dieser Stelle die Beschriftung. Das Ganze ist geeignet für Spannung bis 750 Volt AC und Gleichspannung 1000 Volt. Wenn ich Ströme messen will in einer Größenordnung bis zu 600 mA, so benutze ich wieder die COM-Buchse und entsprechend diese Buchse. Das Ganze ist auch abgesichert. Das ist natürlich hervorragend gegenüber einigen sehr preiswerten Geräten, bei denen das nicht der Fall ist. Die maximale Strommessung, die hier möglich ist, geht bis 10 Ampere und wenn ich über 600 mA hinaus will, dann kann ich eben diese Buchse und die COM-Buchse benutzen und dann sind eben genau diese Messungen bis 10 Ampere möglich. Im Folgenden werde ich nun die Handhabung des Gerätes zeigen. Zunächst die Umschaltung in die manuellen Modi und die Verwendung der Cell-Taste und auch kurz einmal, wie die APO-Taste, die Auto-Power-Off-Taste, zu verwenden ist. Zunächst schalte ich das Gerät ein. Es befindet sich jetzt im Smart-Modus, das heißt im automatischen Modus. Durch Betätigung der Auto-Function-Taste kann ich nun die einzelnen Messbereiche anwählen, zum Beispiel hier auch die Kapazitätsmessung. Ich wechsle jetzt bis in den Live-NCV-Modus und kann über die Select-Taste den Live- oder NCV-Modus anwählen. Wähle weitere Messung an, springe wieder in die ursprüngliche Messung und dort bin ich wieder im Smart-Modus. Ich zeige nun noch, dass die einzelnen
LEDs der Buchsen entsprechend dem vorgewählten Messbereich aufleuchten. Wir sehen hier zum Beispiel die COM- und die Milliampere-Buchse, die bei der entsprechenden Wahl aufleuchtet. Betätige ich die Auto-Power-Taste auf der rechten Seite, so geht das entsprechende Symbol an oder aus und das Gerät schaltet dann gegebenenfalls nach 15 Minuten ohne Nutzung ab. Im jetzt folgenden Video zeige ich nun, wie man eine Batteriespannung durchaus korrekt, aber auch falsch messen kann. Ich befinde mich zunächst im Smart-Modus, also in der automatischen Messung. Messe 9,5 Volt an der Batterie. Betätige jetzt die Range-Taste. Und wir sehen, dass völlig verrückte Werte angezeigt werden. Hier zum Beispiel 86 Volt oder 863 Volt. Zurück in die Ausgangsstellung wird wieder der richtige Wert angezeigt. Wähle ich aber nun die manuelle Messung, so wird auch beim Umschalten mit Hilfe der Range-Taste immer der richtige Wert angezeigt, und zwar mit der jeweils gewünschten Auflösung. Hier 9,5 Volt, 9,4 Volt, zurückschalten, 9,531 Volt. Hier macht die Range-Taste durchaus Sinn. Als nächstes zeige ich nun die berührungslose Spannungsmessung mit Hilfe des NCV-Sensors an einer Deckenleuchte und werde da auch zeigen, wie man von NCV-Messung auf Live-Messung, das ist nichts anderes als ein Phasenprüfer, umschalten kann. Diese Messung der Live-Messung werde ich dann allerdings nicht im Einzelnen vorführen. Ich schalte nun das Gerät wieder ein. Im Hintergrund befindet sich eine Deckenlampe mit 2 spannungsführenden Leitungen. Die dritte Leitung ist einfach nur ein Halteseil. Das ist die Leitung in der Mitte, die sich weiter hinten befindet. Ich schalte jetzt im manuellen Modus auf NCV Live-Messung. Mit der Select-Taste kann ich von NCV auf Live umschalten. Ich werde gleich die NCV-Messung benutzen. Nähere ich mich der Lampe, so wird die LED grün leuchten, wenn ein schwaches Feld gemessen wird, und sie wird rot leuchten, wenn ein stärkeres Feld gemessen wird. Wir sehen, dass ich bei Annäherung an die Lampe ein starkes Feld messe. Nähere ich mich der spannungsführenden Leitung, so messe ich ebenfalls ein starkes Feld. Entferne ich mich, so wird die Leuchte grün und das Feld ist schwächer. Ich habe jetzt auf Live umgeschaltet und die NCV-Messung funktioniert gar nicht mehr. Zurückgeschaltet auf NCV wird bei einem starken Feld die Lampe wieder rot leuchten und bei einem schwächeren Feld wird sie wiederum nur grün leuchten. Und nun noch ein weiteres Video, in dem ich zeige, welche Bedeutung die Relativtaste, die Rel-Hold-Taste hat. Dabei gehe ich insbesondere auf die Bedeutung der Rel-Taste ein. Ich befinde mich im manuellen Modus, dort in der Gleichspannungsmessung und messe nun zunächst die 9,5 Volt an der Blockbatterie. Dieser Wert wird nun angezeigt. Ich betätige etwas länger die Rel-Hold-Taste. Und der Wert ist als Referenzwert übernommen. Ich lasse los und die Differenz wird angezeigt, auch gegenüber den 1,5 Volt der kleineren Batterie, also Differenz 8 Volt. Lasse ich wieder los, werden wieder minus 9 Volt als Differenz angezeigt. Gehe ich wieder an die Batterie, so ist die Differenz natürlich 0 und es wird entsprechend 0 angezeigt. Der ganze Messvorgang nochmal. Achten Sie auf die Anzeige im Feld, dort steht Rel. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen gewissen Überblick über das KM601 von K-Weeds verschaffen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.